Hallo, ich bin die Nicole. Ich begrüße euch hier mal aus dieser Perspektive auf meinem Kanal. Ich bin in letzter Zeit, ich würde jetzt nicht sagen melancholisch, ich würde es vielleicht sagen so sentimental, etwas melancholisch, auf jeden Fall in mich gekehrt, nachdenklich, integrierend. Jetzt ist der Jänner schon wieder fast vorbei und er ist so irgendwie total schnell an mir vorbeigezogen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war mit meinen Kindern zu Silvester in der Steiermark im Urlaub. Wir wollten Schnee erleben. Wir waren in den Bergen, mm, Winterwanderwege mit der Gondel gefahren, Silvester in den Bergen verbracht und dann Anfang Januar wieder nach Hause. Und dann hat sich viel getan, aber auch irgendwie nicht. Ja? Und ich habe irgendwann gemerkt, so stopp, jetzt ist es mir zu viel. Jetzt muss ich mich zurückziehen. Und jetzt möchte ich wieder bei mir sein und Kraft tanken, weil ich habe gemerkt, mein Energielevel ist auf rapide abgesunken. Je mehr ich im Außen war, desto mehr habe ich Energie verloren im Alltag. Und das Energielevel war, ich würde sagen, binnen kürzester Zeit, 2, 3 Tage auf Null. Und da habe ich gemerkt, okay, stopp. Soziale Kontakte erschöpfen mich gerade. Soziale Kontakte setzen mich gerade unter Druck, engen mich ein, begrenzen mich. Ich möchte wieder zurück zu mir. Und das habe ich auch klar kommuniziert. Und ich habe aufgehört, immer zu jedem Ja zu sagen und für jeden da zu sein. Denn ich stehe immer wieder an dem Punkt in meinem Leben, dass ich in zwischenmenschlichen Beziehungen mich ertappe, wie ich viel gebe, aus Liebe natürlich und auch, weil ich helfen möchte, weil ich merke, ich habe die Werkzeuge, um zu helfen. Ich sehe gerade klarer als der Mensch und kann ihm so ein bisschen so als Guiding Light, ja, den Weg weisen. Aber dann habe ich auch gespürt, es ist Zeit, zurück zu mir zu kommen und die Aufmerksamkeit und die Energie wieder auf mich zu lenken, zu mir zu lenken und mich auch auf das Jahr ausrichten zu können, ja, nicht nur anderen Menschen zu helfen, ihre Richtung zu finden, sondern auch meine eigene Richtung zu finden. Und Ende letzten Jahres hat sich eine Idee, eine Vision geformt, wie das Jahr 26 starten soll, wie das Jahr 26 verlaufen soll. Und ich war schon so richtig voller Tatendrang, ja. Und habe mir gedacht, so nach den Weihnachtsferien, nach dem Urlaub, da gehe ich's an. Und dann war alles anders. Dann war da nur noch Nebel in meinem Kopf. Und dieser Tatendrang war plötzlich dann weg, weil ich die Richtung verloren habe, weil die Klarheit plötzlich weg war. Und ich bin dann sofort ins Grübeln gegangen. Ist jetzt doch nicht mehr das, was ich mir vorgenommen habe für das Jahr? Die Richtung, die Projekte? Und habe dann aus dieser Unklarheit heraus panisch versucht, einen neuen Weg, eine neue Richtung zu finden, weil ich dachte, ich hätte sie verloren. Dabei war das nur ein kurzer Stillstand, ein kurzes Innehalten, ein kurzes Krafttanken. Es war kein Nein, es war ein noch nicht.
Und ich nutze spirituelle Werkzeuge für mich selbst als Wegweiser und für die Klarheit. Das Jahr 25 war für mich ein Jahr des Umbruchs, kann man sagen. Vor einem Jahr genau hat mein größter Wandel in meinem bisherigen Leben stattgefunden. Anfang 25 habe ich mich sehr verloren gefühlt. Ich war an einem Tiefpunkt. Mein Immunsystem war im Keller. Ich war über mehrere Wochen krank und konnte mich gar nicht erholen. Ich war kraftlos. Und mental ging es mir sehr schlecht. Ich war an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, entweder ist jetzt alles vorbei oder ich muss mein Leben radikal verändern. Die Hilfe, die ich im Außen gesucht habe, ich habe krampfhaft versucht, jeden einzelnen Strohhalm irgendwie festzuhalten, zu ziehen, zu suchen, ja. Und alles ist irgendwie äh, weggebrochen, weil es nicht das Richtige war, weil ich lernen durfte. Mein Leben war immer durch harte Lernaufgaben geprägt, weil ich mal wieder auf die harte Tour lernen musste, mich selbst halten zu lernen und nicht Halt im Außen zu suchen. Mein Krebsaszendent. Das Jahr 25 hat mich tief in die Astrologie gebracht und geführt. Ich habe durch mein persönliches astrologisches Chart mich selbst und meinen Weg viel besser verstehen gelernt. Und mein Krebsaszendent, ja, das ist schon eine harte Herausforderung, eine harte Schule. Weil der Krebsaszendent, der sucht nach Sicherheit und Halt im Außen. Lernt dann durch das Leben, dass es das nicht gibt. Du wirst vielleicht in eine Familie geboren, die dir keinen Halt gibt, emotional gesehen, vor allem emotional. Und du lernst früh, dass du alleine bist, auf dich gestellt bist. Und für mich war es ein harter Kampf bis hierher. Ich sage mal, die ersten 35, 36 Jahre meines Lebens waren ein harter Kampf. Mit dem Leben, gegen das Leben, mit mir selbst, gegen mich selbst. Aber auch die Beziehungen, die ich geführt habe, die haben mir das immer wieder gespiegelt. Ich war immer der Mensch, der gegeben hat, der sich in den anderen verloren hat, der sich in Verbindungen verloren hat, in Beziehungen verloren hat, der immer mehr gegeben hat und sich selbst aufgegeben hat. Das sind so die typischen Meilensteine, Lernkurven des Krebses, ja. Und Anfang letzten Jahres war da wirklich, wie gesagt, der Tiefpunkt. Ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr, aber da ist auch keine Hilfe. Was mache ich jetzt? Also musste ich nach innen gehen. Ich habe angefangen zu meditieren, um die Verbindung zu mir selbst zu finden. Und da habe ich dann einen tiefen Zugang durch die Spiritualität zu mir selbst gefunden. Ich bin in Verbindung mit mir gegangen. Und man kann sagen, ich habe das letzte Jahr, eigentlich das ganze Jahr über, daran gearbeitet, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Und gegen Ende des Jahres war dann, glaube ich, der Höhepunkt erreicht, ja, wo ich sagen kann, ich gehe jetzt wirklich im Flow. Ich bin im Flow des Lebens angekommen. Wahnsinn, was für ein Umbruch, was für eine Wandlung in nur einem Jahr, in nur wenigen Monaten. Mitte des Jahres habe ich ja einen tiefen Zugang zur Astrologie für mich entdeckt, mich selbst auf eine ganz neue Art und Weise kennengelernt, auch immer wieder im Alltag durch meinen Körper gespürt,
was die Wissenschaft mir aufzeigt. Ich habe mir angeschaut, was die Häuser bedeuten. Ich habe mir angeschaut, was die Sternzeichen bedeuten. Ich habe mir angeschaut, was die Planeten bedeuten. Was der nördliche Mondknoten ist. Seht ihr die Kirche da im Hintergrund? Wo ist sie denn? Oh, schön. Wo sich meine Seele hinentwickeln möchte, das sagt ja der nördliche Mondknoten. Der MC sagt dir, was deine Berufung ist. Und da bin ich immer wieder angestoßen, würde ich sagen, ja, weil ich habe meinen MC und meinen nördlichen Mondknoten in den Fischen im 10. Haus. Das 10. Haus steht für die Sichtbarkeit, für das Sichtbarsein im großen Stile, nicht nur im kleinen. Und für mich war immer, ich dachte dadurch immer, ich bin schon so tief in die Spiritualität eingetaucht mit Human Design, Tarot, Heilsteine, dann noch die Astrologie. Ich habe gedacht, wow, ich finde da irgendwie so einen Bogen, einen Kreis in der Spiritualität. Ich verkörpere dieses Wissen, indem ich es selbst an mir erprobe, selbst Aha-Erlebnisse habe durch das Spüren im Körper, was die Theorie quasi aufzeigt, die Wissenschaft auf dem Papier, und dachte mir, okay, gut, dann ist meine Aufgabe, ein spiritueller Mentor zu sein für andere. Und habe dann letztes Jahr einen YouTube-Kanal aufgemacht und habe Tarotlegungen gemacht. Ich habe mir Vollmond-Klangschalen gekauft, tibetische, und habe Vollmond-Klangreisen gemacht. Habe sie aufgenommen in der Energie des Vollmonds, um diese Energie zu konservieren und sie immer zu nutzen für sich, denn sie ist sehr intensiv. Feinfühlige Menschen, hochsensible Menschen, die können das sicher bestätigen. Und bin dann da eingetaucht und habe mir dann gedacht, ich habe mich dann verkopft irgendwie. Und habe mir gedacht, okay, ich brauche jetzt einen Plan, äh, wie ich das lukrativ für mich aufbauen kann. Ich bin nämlich letztes Jahr mit meinem Sohn in Pflegekarenz gewesen. Mein Sohn ist neurodivergent. Mein Sohn ist auch mein größter Lehrmeister, sage ich einmal. Äh, Pluto im 5. Haus mit Skorpion, sage ich nur. Also das ist ja Transformation der harten Schule. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, so, es war nur noch mit Muss. Das Kartenlegen macht mir Spaß. Aber wenn ich etwas muss, dann geht mir da schnell irgendwie die Luft aus, schnell die Lust verloren. Habe dann im November gemerkt, ich glaube, es war so Mitte November herum, da hatte ich da wieder so einen Nebel in meinem Kopf und habe so gemerkt, so, ich glaube, das ist es noch nicht. Ich glaube, das ist noch nicht meine Bestimmung. Und habe dann für mich festgestellt, ja, meine Seele möchte spirituell tief eintauchen, viel lernen, viel verstehen, viel verkörpern, aber nicht um es in einer Rolle auszuleben, sondern es als Werkzeug zu nutzen und auch das Werkzeug vielleicht weiterzugeben. So wie ich mit euch gerade über die Astrologie spreche und wie sie mir geholfen hat, gewisse Dinge in meinem Leben besser zu verstehen. Und ich bin der Meinung, wenn man etwas versteht, dann kommt man viel leichter in die Akzeptanz und dann raubt es einem nicht mehr so viel Kraft, weil man dann versteht, wofür das Ganze ist.
Ja, man lernt dadurch, durchs Verstehen und Akzeptieren, äh, bekommt man noch mehr Klarheit. Und durch diese Klarheit erlebt man dann auch mehr Leichtigkeit im Alltag und im Leben. So habe ich es für mich selbst wahrgenommen. Und dabei hilft mir die Astrologie. Dabei hat mir auch in meiner Anfangszeit des spirituellen Erwachens vor fast 4 Jahren das Human Design geholfen. Die Heilsteine haben mir da sehr geholfen damals. Und das Tarot ebenso. Und das Tarot nutze ich noch immer für mich selbst persönlich. Das ist mein persönlicher Zugang zur göttlichen Quelle, zur Quelle allem Seins. Ich verbinde mich da mit diesem Feld, dem Äther, wo alles gespeichert ist, wo alle Informationen in diesem universellen Netz verankert sind. Und durch das Tarot habe ich mein Kronenchakra öffnen können, habe gelernt, ein Kanal zu sein, eine Brücke zu sein zwischen Himmel und Erde. Das war für mich mein persönliches Werkzeug und das meine ich den Unterschied zwischen eine Rolle einnehmen oder tiefes Wissen zu verankern, zu verkörpern, um es als Werkzeug zu nutzen. Der Zugang ist derselbe, aber der Nutzen ist ein komplett anderer. Das Erleben und Ausleben ist ein komplett anderes. Indem ich eine Rolle einnehme, versuche ich jemand zu sein, etwas vorzuleben. Und wenn ich es als Werkzeug nutze, dann nutze ich es in erster Linie für mich, für meinen Vorteil und kann dann dieses Werkzeug jemand anderen zur Verfügung stellen oder jemandem beibringen, dieses Werkzeug zu nutzen. Und da ist der große Unterschied. Ich habe dann Ende des Jahres für mich herausgefunden, die Spiritualität ist ein Werkzeug, um sich besser zu verstehen, um sich besser auf einer anderen Ebene besser kennenzulernen, um mit sich selbst in Verbindung zu treten, auf einer anderen Ebene, auf einer tieferen Ebene. Und da stehe ich jetzt mit diesem Wissen. Ja, und der M10 Fische ist für mich nicht nur meine Berufung, sondern der ist auch mein Tempogeber. Für diese Erkenntnisse, denn es brauchte noch etwas. Es war noch nicht dieser Nebel Anfang des Jahres. Es war kein Nein, es war ein noch nicht. Und mein M10 Fische, ich versuche mir das immer so zu visualisieren und vorzustellen. Fische sind wendig, fließen im Fluss mit dem Strom, im Wasser. Und für mich war gerade, wo ich es gerade wirklich verkörpert habe, im Fluss des Lebens zu leben, Synchronizitäten sofort zu erkennen, Möglichkeiten bewusst zu sehen und sie wahrzunehmen, weil ich gemerkt habe, cool, das dient mir gerade, ja, für meine Entwicklung, für das nächste Level, ähm, für meine Fortbewegung, für mein Leben, ja, wie auch immer. Bin komplett raus aus dem Widerstand. Das ist auch der M10 Fische. Bin komplett raus aus dem Widerstand und rein in den Flow. Ich bin in den Fluss gesprungen und plötzlich, ja, hat der MC das Tempo gedrosselt. Es war Zeit raus aus dem Außen, rein ins Innere. Es war eine Zeit, eine Integrationszeit. Es war Zeit für eine Integration, dass die eine Seite eines schnellen
intensiven spirituellen Erwachens, wie ich es erlebt habe, in dieser Kürze und Intensität, wie ich es erlebt habe, jetzt habe ich es zweimal gesagt, ich musste nochmal ausholen, äh, so schnell kann der Körper nicht nachziehen. Ja? Ich habe durch und mit Bewusstsein gesehen. Ja? Und das muss der Körper erstmal verarbeiten und integrieren. Dieses neue Level des Lebens, des Erlebens, des Sehens, des Wahrnehmens. Ja? Bewusstseinserweiterung ist nichts anderes. Sehen, wahrnehmen, erleben. Man erlebt das auf einem ganz anderen Level. Und das passiert durch den Geist. Der Verstand muss hier wirklich zurücktreten. Und man muss ja zuerst, um diese Stufe zu erreichen, ins Vertrauen gehen können. Ins Vertrauen mit dem Leben und dass es ein Gutes ist. Und dass egal was kommt, immer zum Besten für mich ist. Und wenn ich in dieses Vertrauen gegangen bin, dann kann man sich fallen lassen und in diesem Fluss des Lebens schwimmen. Und dann muss man das auch aushalten können, wenn dann wie bei mir einmal ein Stillstand kommt. Und dann nicht in Panik verfallen. Oh Gott, ich habe jetzt meine Richtung verloren, ich habe meine Klarheit verloren. Ja, alles bricht weg. Was jetzt? Und da komme ich wieder zum Krebsaszendent. Der sucht den Halt und die Sicherheit im Außen. Und das, meine Lieben, ist eine Illusion, denn das gibt es nicht. Das heißt, ich darf das Aushalten lernen. Und das darf mein Körper auch gerade integrieren. Deswegen ist es auch dieses Tempo drosseln, Aufmerksamkeit nach innen lenken. Jetzt ist nicht die Zeit, ja. Es steht ja überall immer, das ist das Jahr des Feuerpferdes, ja. Aber wir sind ja Anfang des Jahres noch immer äh, in dem alten Jahr. Es ist noch immer Winter. Es ist noch immer Winter, Jänner, Februar, ja. Es einfach sind Wintermonate. Und das sind keine Monate. Man braucht sich nur die Natur anschauen. Das sind keine Monate, wo man Vollgas in was Neues startet. Deswegen Jahresvorsätze mache ich keine mehr. Ja? Und jetzt ist Zeit des Integrierens. Das, was ich noch im Sommer und im Herbst letzten Jahres unglaublich viel erweitert habe, gelernt habe, gesehen habe, Upgrades, energetische Upgrades erlebt habe am eigenen Leibe. Dieses Bewusstsein muss der Körper auch halten können. Und dafür ist der Januar da. Das zu integrieren, was man im Vorjahr gelernt hat, was man erweitert hat. Ja? Ich habe zum Beispiel den Jupiter im 12. Haus. Der Jupiter ist der Planet der Expansion, der Erweiterung. Das heißt, bei mir erweitert er das Unsichtbare. Ja? Er erweitert innerlich mein Bewusstsein, meinen inneren Raum. Ja? Und das passiert in solchen Stillstand, Ruhephasen, Integrationsphasen. Es ist ja nicht einmal ein Stillstand. Aber Jupiter im 12. Haus, es passiert im Verborgenen. Es passiert im Unterbewussten. Es passiert im Inneren. Und das muss natürlich passieren, bevor eine neue Phase des Lossprintens, des Loslaufens, des Leuchtens voller Antrieb in eine neue Richtung, in ein neues Projekt geht. Ja, und da stehe ich gerade. Und ich habe das jetzt verstanden. Ich bin hier auch wieder durch die Astrologie mehr ins Verstehen gekommen. Wieder was dazugelernt. Durch mein Leben, durch mein Erleben habe ich wieder ein Stückchen mehr meines Charts verstanden. Und so geht es Stück für Stück. So ging es mir zuerst mit Human Design. So ging es mir mit den Heilsteinen. So ging es mir mit dem Tarot. All diese Werkzeuge. Es ging immer Stück für Stück ins
lernen, verstehen, erleben, verkörpern. Und dann kam das Nächste. Und so geht es mir auch gerade mit der Astrologie. Ja, und da stehe ich nun. Und ich lasse es jetzt einfach zu, diesen Zustand des Integrierens, des noch nicht klar Sehens, klar Wissens, klar Fühlens. Ich warte jetzt einfach diesen Moment ab und vertraue meinen MC in Fische. Der gibt das Tempo an. Und ich bin auch ein Projektor, das heißt, ich arbeite in Energieschüben. Ich habe durch die Astrologie auch Human Design viel besser verstanden übrigens, ja. Es hat irgendwie so die Brücke geschlagen, wie mein Energiesystem funktioniert. Ich habe es verstanden, was es bedeutet, auf Einladung zu warten. Denn mein MC in Fische schickt mir einen Energieschub und dann weiß ich ganz genau, wohin geht's. Denn die Energie gibt das Tempo an und die Richtung. Und das ist für mich ein Projektor sein, mit meiner Energie arbeiten. Deswegen sind beim Projektor Ruhephasen essentiell für diese Integrationsphasen, weil wir erleben alles intensiv. Wir erleben alles intensiv und in der Tiefe. Deswegen sind diese Ruhephasen zum Integrieren so, so wichtig. Denn das, was der Energiekörper schnell schafft, muss der menschliche Körper erst einmal verarbeiten. Integrieren, ja? In der DNA, in den Zellen, im Körper. Das muss alles einmal verarbeitet und integriert werden können. Und dafür sind diese Ruhephasen so, so wichtig. Essentiell für uns Projektoren. Der M10 Fische gibt das Tempo an. Der sagt, hier, für dieses Projekt gebe ich dir jetzt ein gewisses Kontingent an Energie. Los geht's. Und dann geht's intensiv in die nächste Phase. Ja? Das beschreibt mein Leben eigentlich perfekt. Da möchte ich gerne für heute abschließen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Walk and Talk wieder. Schreibt mir gerne, ob das für euch interessant war, ob ihr Fragen dazu habt. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich beantworte euch gerne eure Fragen. Gehe auch gerne vielleicht in einem Video, wenn es eine größere, intensivere Frage ist, nehme ich das auch gerne in einem Video auf. Gemeinsam schauen wir uns die Natur an, genießen die Stille und die Schönheit der Natur und ja, tauchen tief ein in das Leben, in die Spiritualität, ins Bewusstsein, ins Menschsein. Nichts anderes ist es. Spiritualität bedeutet einfach auch Menschsein. Ja? In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt.